So Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und wie immer steigen wir so ein bisschen mit was Persönlichem ein, norden uns so ein bisschen ein, fühlen so ein bisschen die Stimmung, wie es ist, ja. Und heute, ich sag's euch, wie es ist, ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig witzig wird, dieses Video heute. Ich hatte eine echt anstrengende Woche, der Hund ist jetzt seit über einer Woche krank, so ich habe pro Nacht irgendwie gefühlt 4 Stunden geschlafen und deswegen bin ich ein wenig malat, wie man vielleicht sagen würde. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, wir können ja hier den Sonntag nicht einfach ausfallen lassen, deswegen kümmern wir uns heute um die Winterdüfte und da wird es wahrscheinlich 2 Listen geben, das sage ich jetzt schon mal direkt, nämlich einmal die Winterdüfte, das sind so ein bisschen eher so die herben, die so für die kalten Tage sind, aber die sind nicht so muggelig. Also wir machen auch noch mal eine so für so Weihnachtsdüfte, wo es so ein bisschen schöner wird, vielleicht ein bisschen gourmandig, ambrierter, wobei auch hier ein paar ambrierte Düfte dabei sind. Aber heute geht es vor allen Dingen erstmal so, ich sag mal, um die schweren, so ein bisschen die Düfte, die man halt im Sommer im Schrank lässt. Ja? Und ich hoffe, wie immer, dass es im Video ruhig bleibt. Heute Nacht war wieder ein bisschen Action, aber hielt sich in Grenzen. Von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da jetzt gut durchkommen. Einziges Problem ist, die Sonne, wenn die jetzt gleich wandert und mir so richtig ins Fressbrett reinschallert, kann das durchaus sein, dass ich hier gleich so komische Flackereien im Gesicht habe. Deswegen fangen wir direkt an. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns kürzer halten. Ne? Ich habe mir die letzten Videos nochmal angeguckt. Freut mich ja, dass ihr so lange durchhaltet, aber wir müssen wieder zu einem Format zurückkommen, das man gucken kann. Ja? Und deswegen würde ich sagen, starten wir rein. Winterdüfte und ich habe mal wieder ein paar Sachen dabei, wo ich sagen würde, die sieht man in anderen Videos nicht so oft. Sonst wird es ja auch gar keinen Sinn, sich hier diesen Kram anzugucken, wenn ich jetzt denselben Quatsch hätte wie alle anderen. Quatsch ist natürlich ist nett gemeint. Das ist alles super, alles geil, aber wir machen es ein bisschen anders. Und wir starten rein mit einem Haus, ja, ich muss erstmal den Flakon zeigen vielleicht, ne? Was ich persönlich gar nicht so gerne mag. Ich verstehe das nicht so richtig. Und zwar ist das der Nero Oud von Tiziana Terenzi. Ja? Also der Flakon ist schön, auch hier mit dieser Prägung oben und so. Es sieht schon alles edel aus, sau schwer. Ich glaube, der Deckel ist auch hier schwerer als das Parfum. Und warum habe ich jetzt mit Terenzi ein Problem? Also ich habe natürlich kein Problem mit denen, die können machen, was sie wollen. Ich verstehe das nur nicht. Die haben gefühlt 5000 Düfte im Portfolio, von denen die meisten irgendwie nicht so interessant sind. Und dazu kommt, dann haben die ja noch so eine Tochtermarke, ich glaube Vicanto oder so, also dieser, ich weiß gar nicht, muss mal eben schauen, ich glaube Paolo oder Pablo, wie heißt er hier? Paolo Terenzi, das ist ja der Parfümeur, der hat einfach zu viel Fantasie und zu viel Freizeit. Der haut auf jeden Fall einen Duft nach dem anderen raus und das in ein bisschen wechselnder Qualität und dann findet man die auch immer relativ günstig irgendwie im Netz, wo ich mal das Gefühl habe, warum soll ich jetzt auf der Seite von denen irgendwie 500 € dafür bezahlen, wenn es den dann woanders irgendwie, weiß ich nicht, für 150 gibt. Ich sage nicht, dass ihr das da kaufen sollt, ich sage nur, dass es so ist. Also Terenzi ist da einfach sehr intransparent und ich verstehe das nicht so richtig und naja, egal. Fakt ist, der Nero Oud ist ein Banger. Ja? Also das ist ein Duft, wo ich sage, den muss man mal gerochen haben, das ist ein Rose-Oud-Duft. Jetzt sagt man natürlich, oh Gott, hat er nicht letztens gesagt, Rose-Oud-Düfte sind total ausgelutscht? Ja, aber das ist hier ein bisschen anders, weil das ist wirklich so ein eher, also es ist kein stinkiges Oud, obwohl es indisches Oud ist, aber es ist ein sehr balsamischer Duft. Am Anfang hat der fast sowas, ja, so ein bisschen Kunstlederartiges, aber nicht in unangenehm. Das ist so ein bisschen diese Duft-DNA von Terenzi, dass die so eine leichte, ich will das nicht Plastiknote nennen, weil das klingt dann gleich so unsexy. Das ist schon schön, aber diese Mischung aus so ein bisschen blumigen Opening, wo man so Magnolie und Rose hat, aber natürlich auch so einen Rauch durch den Cipriol, das startet sehr, sehr stark, ist ein sehr performanter Duft. Hat dann aber durch der hat dann auch dieses Goujon-Balsam und sowas und Iriswurzel, das kriegt dadurch so ein bisschen so eine ätherische Pudrigkeit, kubanische Zeder ist auch mit drin, also als so eine waldige Note und das ist das auch, wie ich den beschreiben würde. Es ist zwar ein Rose-Oud-Duft, aber man hat noch so ein bisschen sowas fast ätherisches, öliges, was ich sonst selten so kenne und das wird natürlich durch das indische Oud jetzt auch noch mal so ein bisschen, ich sag mal, unterstrichen. Ne? Indisches Oud kann natürlich so Assam Oud sehr stinkig sein. Hier ist es wirklich eher ein balsamisches Oud und der trocknet dann runter zu so einem bisschen leicht vanilligen Lederduft. Aber gerade das Opening ist wirklich ja, sehr, sehr outstanding. Also das ist wirklich ein balsamischer, abgefahrener Rose-Oud Lederduft mit so einer Rauchnote, den man auf jeden Fall mal probiert haben sollte. Gerade zur kalten Jahreszeit finde ich den toll und einer der wenigen Düfte aus diesem wirklich unfassbar großen Portfolio von Tiziana Terenzi, wo ich sagen kann, den trage ich wirklich gerne. Ich habe immer das Problem, auch hier wieder ist ein 100 Milliliter Flakon, ich kriege diese Dinger immer nicht leer, weswegen ich immer gucke, ja,
wie viele Gelegenheiten gibt es, um den wirklich effektiv zu tragen. Aber wenn man jetzt sagt, man hat nicht so viel Düfte und man sucht mal einen Duft, der wirklich im Winter anders riecht als das Gros all dieser anderen Rose Oud Düfte, die da draußen rumlaufen, die oft sehr süß sind, dann ist man hier richtig, weil süß ist der definitiv nicht. So, dann haben wir den nächsten Outsider. Das ist der Rule of 72 von 2787. Und was ich an diesem Duft so gut finde, abgesehen davon, dass es 27 Milliliter sind, übrigens ganz witzig, die heißen ja 2787, die haben zwei Größen, 27 und 87 Milliliter. Das finde ich gut. Das ist ein ledriger, rauchig-ledriger Duft, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Übrigens sehr schöne Sprüher. Ist, soweit ich weiß, eine spanische Marke. Und hier haben wir, ja, direkt das Opening ist total krass. Also das ist eigentlich ist das eine typische Kombi, das kennt man auch. Ne? Man hat so diese Safran, Kardamom, Ledernoten. Es ist auch thailändisch Oud mit drin, aber mich hat er so ein bisschen an den Woody Leather von Clive Christian erinnert. Nur, dass er halt deutlich günstiger ist. Er hält wahnsinnig lange. Also den habe ich wirklich am nächsten Tag noch gerochen. Und das finde ich einen außergewöhnlichen Duft, weil ihr kriegt für eine kleine Größe, für ein relativ kleines Geld wirklich einen Duft, der, ich will nicht sagen, mit dem Woody Leather mithelfen kann. Dafür ist der Woody Leather einfach noch ein bisschen feiner, der ist auch ein bisschen leichter, spritziger durch die Mandarine. Hier ist wirklich diese Kardamom, Zypresse, Safrannote mit dem Oud und dem Leder und dann dieser Patchouli-Basis. Schon sehr schwer, aber nichtsdestotrotz ist an dem Duft toll, dass er so changiert. Also mal ist er eher würzig, dann wird er wieder ein bisschen süßer und überall liegt trotzdem so dieses feine Leder, was nie so, ich würde mal sagen, so zu stark wird. Also das ist wirklich ein übersehener Duft, den ich euch gerade an den kalten Tagen ans Herz legen kann, den ich wirklich jetzt die letzten Wochen auch ausgiebig getragen habe und sagen muss, man fühlt sich wirklich wohl mit dem Duft. Sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, auch wenn ich von der Marke sonst nicht so viel kenne. Es gibt noch diesen Wandervogel, der war ja im Sommer so ein bisschen, haben die Leute da viel drüber gesprochen. Aber für den Winter ist das auf jeden Fall ein Banger. So, jetzt haben wir was wirklich, da muss ich ein bisschen mehr zu sagen. Das ist nämlich der Weltschmerz von A Brut. Und falls ihr jetzt sagt, ja, wer ist denn A Brut, kenne ich nicht, sagt mir gar nichts. Ich kenne nur die Kunstrichtung. Ja, da werden wir nochmal im Detail drüber sprechen, weil da werde ich ein gesondertes Video zu machen. Ich habe 3 Flakons da und auch das Discovery Kit ist eine Hamburger Marke. Ich bin ja hier in Hamburg und ich habe mir einfach gedacht, das müssen wir mal machen. Vor allem Dingen, weil die ersten Düfte von denen fand ich wirklich alle gar nicht gut. Und jetzt haben sie halt 3 neue gemacht zusammen mit Flair. Und da kann ich euch sagen, das sind absolute Empfehlungen und die hat keiner auf dem Schirm. Das ist auch relativ Value for Money. Ich meine, hier diese Verpackung, ihr seht das, die sieht jetzt ein bisschen cheapo aus. Hier hinten stehen auch, glaube ich, nochmal die Duftnoten drauf. So. Aber dafür zahlt man 90 € für die 50 Milliliter und hat halt wirklich tolle Düfte, die meiner Meinung nach wirklich gut funktionieren und die absolut State of the Art sind. Also die müssen sich vor nichts verstecken. Können wir hier nochmal gucken, was hier eigentlich drin ist. Genau, also es ist eigentlich ein Pfirsichduft. Also wir haben hier Zimt, Pfirsich, wir haben Elemi-Öl, also das ist ein Weihrauch, Labdanum, Whisky, also dann auch noch so eine Busi-Note, Ylang, Rose, Honig, Tabak, Vanille und Atlaszeder. Also ich habe auch den getragen, auch eine wahnsinnig lange Haltbarkeit. Und diese neuen A Brut Düfte, ich glaube, die werden euch total abholen. Und ich sag ja, also das ist wirklich eine Marke, da kriegst du jetzt keine tolle Umverpackung, aber dafür Spaß an anderer Stellen, dafür kostet der Duft halt keine 300 €. Und man kriegt wirklich tolle, außergewöhnliche Düfte. Machen wir nochmal ein gesondertes Video zu. A Brut, auch die Geschichte dahinter und so ist ganz spannend. Ich finde ja den Namen lustig gewählt, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das werde ich dann im Video nochmal in Ruhe erzählen, aber A Brut bezeichnet ja eigentlich quasi die anti-intellektuelle Kunst und die wurde damals sogar die Kunst der Geisteskranken genannt. Also weil das meistens Kunst von Leuten war, die in Nervenheilanstalten waren. Abgefahren. Also hier die Leute, glaube ich, haben alle Sinne beisammen. Und mit Flair halt auch ein tolles Kollektiv gefunden für ihre Düfte. Und hier hat man wirklich einen schönen, ja, also diese Zimt-Pfirsich-Note macht die natürlich sehr, sehr winterlich. Den Whisky rieche ich nicht so stark, diese Business hält sich so ein bisschen im Hintergrund. Mit einer holzigen Basis, einer extremen Langlebigkeit. Und es ist einfach wirklich nochmal ein schöner Duft, der so ein bisschen in dieser Tradition steht, wie vielleicht auch so ein Sugar Leather oder so. Also auf dem, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die gleiche Parfümeurin ist, aber sie ist auch Teil von diesem Flair-Kollektiv. Aber halt mit dieser fruchtigen Note und statt einer Kirsche hat man halt hier diesen Pfirsich zusammen mit diesem Tabak, Vanille, Labdanum, Zimtmix. Ist einfach ein absolutes geiles Teil. Sehr, sehr minimalistisch, auch vom Flakon, der Verpackung gehalten, aber wie gesagt, Value for Money, wer jetzt da lieber eine große Box will und der Duft ist halt dann scheiße, der muss woanders kaufen, der sagt, der Duft zählt und ob die Verpackung jetzt aussieht als, was weiß ich, hätte man da irgendwie ein Deo reingepackt.
Vergesst es. Verpackung, scheißegal, der Duft ist echt ein Knaller. Dann haben wir noch einen Knallerduft, den liebe ich wirklich abgöttisch und das ist der Black Gemstone, das ist so schwarz, dass man ihn kaum sieht, ne? Von Stéphane Humbert Lucas. Und das ist natürlich auch ein Weihrauch-Myrrhe-Duft, sehr teerig. Ich glaube, da ist sogar Myrrhe-Teer im Original drin, das steht oft im Internet nicht so. Die Sprüher bei Lucas verstehe ich nicht. Also die sind irgendwie scheiße, die machen keinen Spaß und ich weiß nicht, in der Preisklasse kann man da bessere Sprüher erwarten. Aber ich muss da eine kleine persönliche Geschichte zu erzählen. Ich war im Sommer mit meiner Mom in Holland, in den Niederlanden, in Eindhoven bei De Parfumeur. Und da habe ich diesen Duft gekauft und es war wirklich Hochsommer. Und ich habe den natürlich trotzdem aufgetragen, um den zu testen. Und deswegen, obwohl der also ist für den Sommer untragbar, ne? Immer wenn ich daran rieche, denke ich an diesen Urlaub in der Heimat und so, war ich noch auf einem Konzert mit einem Kumpel und so. Das war richtig schön. Und jetzt habe ich endlich wieder einen Grund, den aufzutragen und wirklich diese ganz spritzige, leichte Zitrone, die man wirklich nicht groß als zitrig wahrnimmt. Sie ist da, weil sonst wäre der Duft, glaube ich, zu eindimensional. Diese ganz leichte Spritzigkeit mit dieser ganz krassen Teer- und Weihrauchnote. Also wenn ihr wirklich einen Duft unter Tausenden rausriechen wollt, oder ne, bei mir wäre es zumindest so, den würde ich immer erkennen. Eine ganz einzigartige DNA und auch hier kriegt man später so eine leichte Marzipannote. Ich weiß nicht richtig, wo die herkommt, ob das von der Myrrhe ist. Eigentlich eher nicht, aber sie ist einfach da. Also Stéphane Humbert Lucas, Black Gemstone, die können jetzt mit ihrer Serpent Collection da machen, was sie wollen. Das aus der 777 Kollektion ist einfach ein Duft, der hat sich in mein Herz hinein gesprüht. Jetzt ist da schon wieder was runtergefallen. So, dann, ich habe heute, ich sag ja, ich habe nicht so viel geschlafen. Ne? Jetzt habe ich hier schon wieder das Ding aufgemacht, ohne euch den Flakon zu zeigen. Das habe ich übrigens im Père Noir Video auch gar nicht gemacht. Ich habe keinen Flakon gezeigt. Ah ja, jetzt wird es laut, klar. Hätte ja auch nicht, war ja logisch. Also irgendwann muss es reinnerven, sonst geht es nicht. So, Mazar ist von Père Noir. Das ist ja ein Schweizer Nischenhaus. Für alle, die das nicht wissen, ich habe so ein persönliches Missverhältnis mit meiner Nachbarin. Deswegen wird das immer wieder erwähnt in diesen Videos, also auch heute. Aber ich glaube, sie geht gerade. Das würde uns natürlich helfen. Also, und sie sagen ja immer, das sind Elixiere. Hier ist jetzt das Elixier des Selbstvertrauens. Ja, ja, ja. Da haben wir uns in dem Père Noir Video schon ausgiebig, ich sag mal, drüber unterhalten. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr Bock habt. Ist so ein auch sehr, sehr krasser Amberduft. Es hat gequietscht. Alter, na gut. Ist ein Amberduft mit einer ganz starken Nelkennote, so einer bisschen so einer Yuzu, was so eine Spritzigkeit reinbringt. Ich habe das damals im Discovery Set auch schon vorgestellt. Honig, Tabak, Vanille und so eine leichte Animalik soll drin sein, die habe ich nicht. Sondern wirklich diese Gewürznelke-Note mit dem Honig, mit dem Labdano, mit dem Zimt. Ich habe den, letztens war ich bei Fontaines DC, sorry, heute erzähle ich viel aus meinem Leben, habe ich den getragen und der erinnert mich jetzt immer an dieses Konzert, also auch ein Duft, der super positiv besetzt ist, hält lange, ist wirklich eher so ein ledrig ambrierter Duft mit dieser ganz, ganz tollen Gewürznote. Ich kann euch das nur empfehlen, den auszuprobieren. Holt euch mal das Discovery Kit, wie gesagt, das kriegt man dann gut geschrieben auf den ersten Flakon, finde ich mit 29 € auch fair bepreist, habe ich damals im Video auch schon gesagt. Falls man jetzt nicht direkt blind einen ganzen Flakon kaufen will. Aber ich bin wirklich mit Père Noir über dieses Set warm geworden und habe halt den Mazar, also an den Namen müssen sie arbeiten, das kann man einfach nicht auseinanderhalten. Habe ich mich wirklich, muss ich sagen, ist einfach ein außergewöhnlich toller Duft. Weiß ich nicht, warum der so, ich sag jetzt mal, durchwachsen bewertet ist. Kann ich nicht nachvollziehen. Dann haben wir hier was, auch ein ganz toller Duft, auch mal wieder aus dem Hause New Notes. Da freue ich mich deswegen jetzt schon drauf, weil die Sprüher bei denen immer so phänomenal klasse sind. Wir sagen ja nicht mehr geil in diesen Videos, wir sind ja hier das intellektuelle Publikum. So, seht ihr das? Gucken wir nochmal hier. Das ist jetzt wieder hier alles... Oh, Laptop, nein! Gut, ihr kennt mich, ne? Ich scheiße immer auf die Technik, ist egal, soll das alles implodieren. Hauptsache, wir haben hier irgendwie ein bisschen was über Düfte gelernt. Und das ist auch ein Duft, den ich persönlich, ja, ich sag mal so, der mich überrascht hat. Einfach weil der so... Ich habe das nicht kommen sehen, dass der so gut ist. Also ich mag ja New Notes ohnehin, das ist ja kein Geheimnis. Und hier hat man wirklich einen schönen, ich finde das gar nicht so ein Moschusduft. Also wer jetzt beim Masque Complexe vielleicht an den Masque Ravageur von Frédéric Malle denkt, das ist ganz anders hier. Ein relativ frisches Opening, weil da auch so Ingwer-Zitronennoten sind. Es soll auch eine Rumnote drin sein, die ich persönlich jetzt nicht so rausrieche. Und dann gibt es halt ein bisschen so, ja, Schokoladenblume ist so der Hauptbestandteil der Herznote. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Schokoladenblume riecht. Für mich hat er eine leichte Zuckerwattennote. Also
ein schön spritzig zitrisches Opening, dann kriegt er so eine ganz schöne Süße, aber halt nicht so pappsüß, obwohl Zuckerwatte ja eigentlich pappsüß ist, sondern wirklich eher so, also es erinnert mich an Zuckerwatte, aber es ist nicht so klebrig. Ein ganz toll süß-würziger Duft, auch mit so Zimtnoten, der dann so eine ganz herrliche, ja vielleicht so ein bisschen menschliche Moschusbasis bekommt. Kann man nicht nur toll irgendwie im Winter tragen, sondern das ist auch ein Duft, der ist zwar stark, aber den kann man durchaus auch mal im Büro ausprobieren, weil der halt diese schöne Ingwerfrische am Anfang mit sich bringt. Und wenn man den, ich sag jetzt mal, verantwortungsvoll aufträgt, dann funktioniert das ganz, ganz toll. Dann haben wir noch einen ganz anderen Duft, nämlich für alle, die so Oudwood-Düfte mögen, ist wahrscheinlich von Nishane, zeige ich ja auch relativ oft, der Credo, eine Empfehlung. Das ist, ich sag jetzt mal, der ist jetzt so ein bisschen, geht auch in die Richtung, wie auch der Rule of 72 geht. Der Unterschied hier ist, während der Rule of 72 mich so ein bisschen an den Woody Leather erinnert hat, ist das hier wirklich eher so ein bisschen die Oudwood-Alternative. Da haben wir nämlich auch Kardamom, rosa Pfeffer, Osmanthus, Wildleder, Oud und Sandelholz und gerade diese Leder-Kardamom-Note am Anfang mit diesem Pfeffer, ja, die hat was ganz Besonderes und was Eigenes. Der hat irgendwie trotzdem eine gewisse Frische. Ich weiß gar nicht, wo sie herkommt, weil was Zitrisches ist ja hier jetzt offensichtlich eigentlich nicht drin. Und ist wirklich ein Duft, der eigentlich niemanden stören dürfte. Also das ist auch, weil das schon mal in den Kommentaren vorkam, ein Duft auch hier, von dem ich finde, den kann man, obwohl es ein Nischenduft ist, guten Gewissens auch im Büro tragen. Und hier ist der Kardamom halt überhaupt nicht süß. Das ist ein ganz, ganz trockener, ledriger, holziger Duft. Und diese Sandelholzbasis gibt dann halt noch so eine gewisse Cremigkeit dazu. Also von diesen ganzen Releases, da gibt es ja diese Time Capsule Collection. Ich mag, wie gesagt, den Tero, der wird uns auch nochmal irgendwann über den Weg laufen. Und der Credo, finde ich beides ganz, ganz tolle Releases und kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Wärmstens ans Herz legen ist auch gut, weil wir haben ja Winter. Ne? Dann wäre es ja auch blöd, wenn ich das nicht machen würde. So, dann den haben wir auch schon mal gesehen. Für alle, die das jetzt zum ersten Mal sehen, haben den noch nicht gesehen. Alle, die meine Videos sonst gucken, kennen den schon. Das ist dieser Blackout von Rito. Ich habe das auch im letzten Video schon mal erzählt. Sorry für alle, die es jetzt redundant finden. Ist irgendwie eine Marke, die interessiert keinen. Ich weiß nicht, warum. Das ist ein Duft von einem Parfümeur, der mir eigentlich nicht so groß taugt. Das ist so ein Chris Carbonell-Duft. Und das ist ein ganz, ganz harzig, rauchig, holziger Oud-Duft. Und falls jetzt alle zusammenzucken, das ist safe Kunst-Oud. Also kann man nicht vorstellen, dass da echtes Oud drin ist. Und der hat halt so eine ganz merkwürdig rauchig, süßliche Kopfnote. Erinnert mich immer so ein bisschen an Lakritz. Ich glaube, es ist sehr viel Opoponax drin. Die Noten haben sie ja nicht veröffentlicht. Und dann halt dieses Kunst-Oud und halt bestimmt auch irgendwas Zypriol, irgendwas Rauchiges. Leicht Weihrauchiges, was sich ganz, ganz toll zu so einem ganz zähen, schwerfälligen, bitumenartig teerigen Duft ergibt. Teer ist sowieso auch eine Note, an die ich immer denken muss. Teer trifft es eigentlich ganz gut. Lakritz-Teer ist das basically. Auch eine schöne Haltbarkeit, sehr, sehr dunkel, nicht massentauglich, wirklich sehr nischig, hat mich aber abgeholt. Dann haben wir den vorletzten für heute. Wir bewegen uns ja auch schon wieder auf die 20 Minuten zu, deswegen müssen wir hier ein bisschen schneller sein. Ich habe die Kappe wieder abgezogen. Mein Gott, Alter, das Gehirn heute. Und das ist der Amber Kiso, so sieht er aus, von Diers & Durga. Und was ich bei Diers & Durga mal ganz toll finde, ist, die sind nicht gefärbt. Ne? Also das ist der Juice hat die Farbe von den Inhaltsstoffen. Und eigentlich sind ja Diers & Durga dafür bekannt, dass die jetzt nicht so wahnsinnig performante Düfte machen. Bei dem schon, da muss man wirklich aufpassen. Ich war letztens im Café und da meinte der Typ, ich riech dich bis hinter die Theke, mach mal einen Schritt zurück. Und das, obwohl das ein Café ist, wo ich eigentlich gern gesehen bin. Naja, das ist ein Weihrauchduft, ganz klar ledrig und, was Diers & Durga auch immer hat, so eine waldige Note. Also wir haben hier eine ganz krasse Hinoki-Note mit drin. Der ist ja auch so vom Thema sehr japanisch, hat auch tatsächlich so einen Farnakkord. Also zumindest mir kommt es ein bisschen so dazu, so eine, ja, wie nennen Sie das? Japanischer Fächerahorn. Und was ich an dem Duft toll finde, ist, dass der so eine Schreinatmosphäre hat. Also wirklich so ein bisschen holzig, vielleicht so ein bisschen unlackiertes Holz. Könnte sogar vielleicht ein bisschen lackiertes Holz sein. Jetzt geht da oben doch wieder die Luzi. Es hätte ja auch, warum auch nicht, ne? Die Bude hier ist wirklich eine Katastrophe. Gut, also ein sehr, meiner Meinung nach, trockener, rauchig, ledriger Weihrauchduft, der aber so ein bisschen so eine fast sakrale, heilige Stimmung, andächtig kann man es fast nennen, andächtig. Also vor allen Dingen das Holz, ne? Es ist nicht dieser feuchte Nadelwald, sondern es sind wirklich trockene Hölzer, alte Hölzer, wie so ein japanischer Schrein halt.
Holzig, ledrig, elegant, aber doll. Muss man wirklich gucken, in welcher Konzentration man sich damit beduftet. Beduften ist auch so ein Wort. Apropos beduften. So, jetzt kommt natürlich, ich gehe ja kein Video ohne Gualtieri. Jetzt haben wir hier den Pardon und das ist ein Duft, mit dem ich erst warm werden musste. Ähnlich wie mit dem Nero Oud musste ich hier auch so ein bisschen warm werden. Und was ich an dem aber ganz toll finde, ist, der hat diese Holzigkeit, die der Duro hat, gemischt mit so einer zimtigen Schokoladennote. Also der gibt mir immer so eine... Es ist wirklich, die hasst mich. Gut, ich hasse sie auch. Da beruht auf jeden Fall die Abneigung auf Gegenseitigkeit. Der hat, viele sagen, er hat so was Gourmandiges, das kann ich überhaupt nicht sagen. Also gourmandig finde ich den Duft wirklich nicht. Es ist so eine ganz bittere, kakaohaltige, dunkle Schokolade mit so einem ganz leichten Zimt. Und dann halt diese wunderschönen Hölzer unten drunter. Ein ganz, ganz toller Duft, der bei der kalten Jahreszeit wirklich toll funktioniert und der mich auch immer wieder... Also der umweht einen so den ganzen Tag. Der hat vielleicht noch so was leicht Feuchtes, auch so eine Patchouli-Note vielleicht untenrum. Müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren. Der Pardon ist kein Duft, für den man sich entschuldigen muss. So, nur dass wir da auch noch mal wieder einen meiner Signature-Witze hier mit drin haben. Ja, herrlich. Also wir haben jetzt wirklich eine tolle Mischung abgebildet, meiner Meinung nach aus den unterschiedlichsten Sachen. Hoffentlich waren da ein paar Düfte bei, die ihr noch nicht kanntet, wo ihr jetzt noch mal so ein bisschen denkt, das könnten wir mal ausprobieren. Also viel natürlich holzig, ledrig wie immer hier, aber in unterschiedlichen Nuancen und wirklich nochmal einfach um die rauszugreifen. Ne? Gerade so der Musk Complexity, ich zeige die nochmal beide, weil das so die außergewöhnlichsten Düfte meiner Meinung nach sind. Und der Weltschmerz hier, jetzt halte ich das wieder nicht in die Mitte, weil ich auch mein Kameradisplay nicht richtig sehen kann. Ihr kennt das, hier wird Professionalität groß geschrieben. Das mache ich nie wieder, 2 Düfte in die Kamera halten. Das haben wir jetzt einmal gemacht. Die beiden sind auf jeden Fall eher so ein bisschen auf der süß, würzig, fruchtigen Seite und der Rest dann eher rauchig, ledrig, holzig. Aber in Abstufung und ja, und halt mein ganz persönlicher Herzensduft, der Black Gemstone. Das war's für heute. So, wir werden noch eine zweite Liste machen, das habe ich ja schon angekündigt. Ich kündige jetzt ein paar Sachen an. Für alle, die jetzt abschalten wollen, nein, bleibt noch mal ganz kurz dran. Wir haben nämlich noch ein paar spannende Themen auf der Uhr. Wir werden einmal das A-Brut-Video machen, wo ich die Marke noch mal ein bisschen genauer vorstelle. Wir haben das Discovery-Set. Ich kann euch schon sagen, da sind auch ein paar Düfte bei, die ich nicht so klasse finde, aber die 3 neuen finde ich, wie gesagt, phänomenal gut. Dann werden wir einmal uns richtig in die Nische wagen, da werden wir uns so richtig kleine Marken, Angelos Création Olfactive, Amphora Exotica, Nibiru Perfumes, da habe ich mir jetzt über Wochen mühevoll so ein paar Samples zusammen geklaubt, die wir dann da alle mal ausprobieren werden, mal so richtig tief in die Nische einsteigen werden. Also wenn das interessiert, freue ich mich. Dann werden wir noch unser Weihnachtsdüfte-Video haben, wo wir so ein bisschen eher in die ambriert-gourmandige Richtung gehen, eigentlich untypisch für mich, aber ich habe gedacht, wir probieren das mal aus. Also da kommt eine Menge Sachen. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Bock habt, ne, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Kritik, Lob, Anregung, Feedback, alles reinschreiben. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, bevor jetzt hier die Sonne über die Hausdächer da mir, ne, wie gesagt, hatten wir am Anfang. Ich sage Tschüss, liked das Video, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, teilt das Video. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auf alle, die noch kommen. Und ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Restwochenende, einen guten Start in die Woche. Alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!